Freunde, ganz kurz vorneweg, das Messer, das wir heute restaurieren, soll am Ende des Videos, falls alles gut läuft, im Rahmen eines Gewinnspiels verlost werden. Aber das natürlich auch nur, wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist. Also schaut selbst. Viel Spaß! Freunde, Jungs und Mädels, endlich ist es mal wieder soweit und ich darf euch zu einem neuen Video begrüßen. Wer mir auf Instagram folgt, weiß auch, warum letzte Woche kein Video gekommen ist. Kurz gesagt sind einfach Materialien, die ich für das Video gebraucht hätte, nicht gekommen und dadurch konnte ich das Video leider nicht fertigstellen. Aber ich habe nochmal eine andere Bestellung bei einem anderen Händler aufgegeben und hoffe somit, dass das Ganze bald ankommt. Heute allerdings gibt es ein Video, wofür wir keine weiteren Materialien brauchen. Zumindest hoffe ich das. Denn das, Jungs und Mädels, ist ein Opinel Nummer 9 und ein Alleinstellungsmerkmal von Opinels ist ja, dass sie aus sehr, sehr wenigen Teilen bestehen. Normalerweise sind das Ganze 4 Stück. Das heißt, einmal den Griff, einmal die Klinge natürlich. Dann haben wir, wenn wir im ausgeklappten Zustand sind, hier natürlich noch die Klingenarretierung, die man hier so seitlich drehen kann und das dann verhindert, dass die Klinge sich wieder zusammenklappt. Und als letztes natürlich noch den Pin, der normalerweise bei den modernen Messern heute mit Schrauben verbunden ist, aber bei Opinel natürlich noch ganz traditionell einfach nur ein Pin ist. Das übrigens, ganz nebenbei, ist eins der Messer, das Nils von Gebrüder Lange Magnetfischen aus dem See gezogen hat. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Zustand, in dem es sich jetzt befindet. Aber gerade da die Opinels so einfach aufgebaut sind, haben wir noch gute Chancen, das Ganze wieder in ein ansehnliches Messer zu verwandeln. Also ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal das ganze Teil auseinanderzunehmen, ohne dass hier jetzt direkt was an Altersschwäche zerbricht. So, das Auseinandernehmen lief ja schon mal nach Plan. Wie zu erwarten sind die Teile halt wirklich vollständig eklig, also auch innen drinne, da an den Stellen, die man von außen jetzt nicht so gesehen hat. Ich würde sagen, als erstes legen wir den Griff zur Seite, kümmern uns ums Holz später und versuchen jetzt erstmal die Metallteile wieder ansehnlich zu bekommen. Die ganzen Metallteile sind auf jeden Fall jetzt vom ganzen Orangenrost befreit. Die Verriegelung und die Klinge haben jetzt auf jeden Fall einen extremen Vintage-Look. Aber bei der Klinge habe ich noch eine kleine Idee. Aber darum kümmern wir uns nachher, wenn wir uns dann auch mit der Klingenform nochmal beschäftigen. Verrückt finde ich, wie nach kurzer Zeit an der Drahtbürste das Element hier quasi schon wieder wie neu aussieht. Also da könnt ihr mal sehen, was für einen riesen Unterschied rostfreier Stahl im Vergleich zu Carbonstahl macht, wenn es darum geht, lange Zeit dem Wasser ausgesetzt zu sein. Alles klar, also lasst uns jetzt mal einen Blick werfen auf den Griff. Die klassische Opinel-Form wollen wir natürlich noch beibehalten, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen Material abtragen, denn so wie das Holz jetzt aussieht, ist es natürlich nicht akzeptabel. Aber wir müssen aufpassen, denn an der Stelle hier dürfen wir eigentlich gar kein Material wegnehmen, denn da muss ja später wieder diese Schelle hier rum. Und das heißt, wenn wir jetzt hier Material wegnehmen würden, würde die hier locker sitzen. Also würde jetzt erstmal alles, bis auf diese Stelle hier oben, wie gesagt, Bekanntschaft mit dem Sandpapier machen. Und ich denke, das wird optisch dem Griff auf jeden Fall schon ordentlich gut tun. So, der Griff ist jetzt auch nicht mehr so hässlich. Der hat, wie ich finde, jetzt so einen kleinen Treibholz-Look.
also sehr grau. Wir werden natürlich das Ganze zum Schluss ölen und dann sehen wir natürlich erst, wie das Ganze wirklich aussieht. Aber jetzt können wir den Griff erstmal zu den beiden anderen Teilen packen. Die sind soweit fertig. Und jetzt kümmern wir uns nochmal um die Klingenform, beziehungsweise ich habe ja gesagt, ich wollte mit dem Logo vielleicht hier auch nochmal was machen. Also, bei der Klingenform ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, was ich hier draus machen werde. Natürlich wäre hier auch ein Tanto-Schliff oder sowas möglich, aber ich denke, ich werde ziemlich genau versuchen, die Klingenform wieder herzustellen. Das heißt, hier einfach nur hier vorne das Ganze ein bisschen abrunden, damit das halt wieder aussieht wie ein Opinel. Aber die Oberfläche der Klinge werde ich auf jeden Fall nicht runterschleifen. Zum einen, weil die Opinels ja sowieso schon immer sehr, sehr dünn sind und die Klinge hier durch den Rost natürlich noch mehr Material verloren hat. Und zum anderen finde ich einfach, dass diese Oberfläche ja auch die Geschichte des Messers widerspiegelt. So, die Klingenform, denke ich, passt ganz gut wieder zu einem klassischen Opinel. Was ich jetzt noch hier mit dem eingestanzten Logo machen will, ist diese Fläche da drum so ein bisschen zu polieren. Das habe ich schon öfter mal bei eingestanzten Logos in Äxten oder so gemacht, wo auch die Klinge an sich extrem dunkel gewesen ist von halt entfernten Rost. Und meiner Erfahrung nach sieht das, wie gesagt, sehr gut aus, wenn wir jetzt ausschließlich diese Stelle mit dem eingestanzten Logo hochpolieren. Alle Teile sind eigentlich schon wieder so weit bereit, dass wir sie zusammenbauen können. Und dafür bräuchten wir aber natürlich noch einen neuen Pin, denn den vorhin mussten wir leider runterfallen, um ihn rauszubekommen. Das heißt, der ist jetzt auch nicht mehr gebrauchbar und darum machen wir einen neuen, ganz einfach aus einem Nagel. Also, wir haben alle Teile zusammen. Das heißt, genauso simpel wie das Auseinandernehmen ist natürlich auch das Zusammenbauen. An sich ist das Messer jetzt schon vollständig zusammengebaut. Alles, was noch fehlt, ist die Verriegelung, die wir noch aufsetzen müssten. Ein kleines Upgrade, was ich hier aber noch machen will, ist, dass ich diese Schräge, die es hier oben gibt, die halt zum Arretieren im geöffneten Zustand ist, dass wir die hier unten auch ranmachen, damit das Ganze auch im geschlossenen Zustand arretiert werden kann und auch bei einer holprigen Fahrt mal in der Tasche nicht einfach aufgehen kann. Also, jetzt ist das Messer wirklich komplett zusammengebaut und jetzt können wir endlich ans Schärfen der Klinge gehen. So, dann wollen wir das gute Stück mal ölen. Tja, Freunde, und hier ist das Ergebnis. Es ist wieder ein voll funktionstüchtiges Messer, aber rein optisch kann man dem Messer auf jeden Fall seine Geschichte anerkennen.
Und ich freue mich riesig, dass ich mit Hilfe von Nils Gebrüder Lange dem Messer hier nochmal ein zweites Leben schenken konnte. Im Outro gleich seht ihr nochmal ein paar Close-Ups. Aber ich denke, ihr könnt ganz gut beurteilen, wie das Messer jetzt nach unserer harten Arbeit aussieht. Unser kleines Upgrade mit der Verriegelung im geschlossenen Zustand funktioniert auch wunderbar. Die kann man in beide Richtungen drehen, um es zu verriegeln. Und natürlich die Verriegelung im offenen Zustand klappt natürlich genauso gut. Ich habe ja ganz am Anfang des Videos und auch schon vorher auf Instagram angekündigt, dass das Ergebnis dieser Restoration verlost werden soll. Natürlich kann ich das jetzt nur machen, weil das Messer wirklich als funktionstüchtig wieder rausgekommen ist. Ansonsten würde ich das natürlich keinem andrehen. Aber weil ich mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden bin und diesen Vintage-Look mega fühle, könnte ich mir auch vorstellen, dass einer von euch sich darüber freut. Und damit das Messer nicht ganz einsam auf die Reise gehen muss und bei der Reise auch nicht friert, habe ich mich entschlossen, nochmal ganz kurz eine kleine Ledertasche dazu zu nähen. Und diese beiden Sachen machen damit die Verlosung komplett. Also, wer Bock hat, dieses Scharferschnitt Exclusive Opinel Nummer 9 in extrem strenger Auflage 1 von 1 zu gewinnen, der muss ganz einfach Folgendes tun: ein Abo dalassen auf dem Kanal und einen Kommentar unter diesem Video verfassen. Vielleicht nutzt ihr direkt die Chance und lasst mich wissen, wie ihr das Video fandet. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr eine gute Bewertung dalassen müsst, denn auch konstruktiv kritische Kommentare werden natürlich in das Gewinnspiel mit einbezogen. Also, ich wünsche euch viel Glück. Wie immer hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Falls ihr noch irgendwelche Aufträge, Anfragen für mich habt, lasst es mich gerne wissen, Instagram oder per E-Mail. Ihr könnt aber auch ganz einfach einen Kommentar unter meinen YouTube-Videos dalassen. In dem Sinne, passt auf euch auf. Wir sehen uns ganz bald zum neuen Video. Bis dahin. Ciao!